Wenn das nicht schon genug wäre, wenn man hier unten hinguckt, sind da so ein paar Späne drin. Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX-8. Und zwar hat der RX-8 jetzt endlich seine 1000 Kilometer runter, beziehungsweise ich bin jetzt 1000 Kilometer mit dem RX-8 gefahren. Heute werde ich einmal einen Ölwechsel machen. Also nur so ein Ölwechselvideo wäre jetzt relativ uninteressant. Deswegen werde ich auch noch etwas einbauen. Und zwar werde ich eine Grady Ölwanne einbauen. Das ist einmal eine Ölwanne, die so ein paar mehr Kühlrippen hat, aus Aluminium ist und einmal mehr Kapazität. Ich glaube 0,6 Liter mehr Kapazität. Ich habe hier auch hier vorne liegen. Moment, ums Auto rumgehen. Das ist das gute Stück. Hier haben wir einmal die ganzen Schrauben dabei, hier die jetzt hier überall hinkommen. Dann hier haben wir die Schrauben für die ganzen, die halt jetzt noch in der Ölwanne drin sind, die hier reinkommen, die Sachen. Und dann nochmal so eine Schraube, die hier reinkommt. Weil, was die Grady Ölwanne hat, ist, die hat einmal hier fürs Öl ablassen. Dann hat die hier noch einmal einen extra Anschluss, wo man zum Beispiel ja, für ein Turbo-Kit den Ölablauf machen kann. Also vom Turbo einen Ölablauf machen kann. Sprich, falls ich mir irgendwann mal überlegen sollte, das Auto auf Turbo umzubauen, kann ich das hier machen, muss nicht irgendwie in die Ölwanne reinschneiden, sondern kann hier einfach das hier, also den hier nehmen und einfach anschließen. Und das ist die Ölwanne von außen. Hier steht nochmal schön Grady oder Greedy oder Grady. Ich glaube Grady wird jetzt ausgesprochen. Auf jeden Fall, die hier wird angebaut, hier sind nochmal die Kühlrippen. Ich will jetzt erstmal den RX-8 von seinem Öl befreien, was da drin ist. Das werden wir uns gleich mal zusammen angucken, weil ich bin mal gespannt, wie das Öl nach 1000 Kilometern aussieht. Dann werde ich die hier einbauen, sprich die alte Ölwanne runter, die Ölwanne drunter und ja, dann sollte das Ganze auch schon gegessen sein. Das Ganze dran, Öl wieder mit Öl auffüllen und dann soll das Ganze funktionieren. Der Grund, warum ich jetzt die Ölwanne austausche und nicht die Serienölwanne nehme, ist einfach der ganz simple Grund ist, weil die Ölwanne, die ich jetzt runter habe, hat einen kleinen Riss drin. Sprich, da ist so ein ganz bisschen Öl, leckt da aus oder läuft da aus. Da habe ich auch schon ein bisschen Dichtmasse drüber gepackt. Ist jetzt, glaube ich, auch soweit dicht. Aber die werde ich jetzt austauschen, bevor das irgendwann wieder halt weiter aufreißt oder sich die Dichtung löst. Ich hätte auch eine Serienölwanne nehmen können, aber da wurden halt im Moment werden da echt wenige angeboten. Und ich will nicht nochmal bei eBay Kleinanzeigen, weil die Ölwanne, die jetzt drunter ist, halt von eBay Kleinanzeigen. Ich möchte nicht nochmal von eBay Kleinanzeigen mir eine Ölwanne kaufen, die dann im Endeffekt komplett verrostet ist unten drunter. Und ich da wieder einen Riss drin habe. Deswegen einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, das Ding gekauft und ja, so habe ich mehr Ölvolumen, wird ein bisschen besser gekühlt das Öl, sieht zugleich auch sehr geil aus. Ich werde jetzt Öl ablassen, währenddessen werde ich mir diese schöne Produktbeschreibung hier durchlesen bzw. übersetzen lassen, weil das Ganze ist schön auf Japanisch geschrieben und ja, ich kann nicht Japanisch. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, während das Öl da jetzt abläuft, habe ich jetzt einmal zwei, sag ich mal, Proben genommen. Einmal vom Anfang und einmal von so, ja, Mitte, Ende. Und hier habe ich einmal die Ölablassschraube, wo ich vorne Magneten dran habe. Und man sieht, ist hier relativ viel, ja, Schlamm oder halt Metallspäne drin. Das ist für den Anfang, glaube ich, relativ normal. Halt Einlaufphase bzw. Einfahrphase. Das kann ich, kann man das Seeboot? Ich denke, aber wie gesagt, das ist relativ normal für Einlaufphase, weil sich die ganzen Lager und sowas ja jetzt einfahren müssen. Und dann haben wir hier einmal sozusagen zwei Ölproben. Da wollte ich einfach mal gucken, wie doll die Sachen glänzen. Man sieht da jetzt nicht viel. Packen wir das Licht direkt darüber. Es glänzt kaum. Ja, doch ein bisschen. Hier nochmal das Ende. Ja, sieht aber gleich aus. An sich würde ich sagen, sieht das Öl für die Einlaufphase relativ normal aus. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal das Öl ablaufen lassen. Jetzt will ich mir auch mal ganz kurz die Bedienungsanleitung von der Ölwanne durchlesen. Und ja, dann werde ich das mal eben machen und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, die Ölwanne ist jetzt fertig zusammengebaut. Hier habe ich einmal alles aus der alten Ölwanne, aus der da, eingebaut. Hier vorne auch noch das zweite Loch zugemacht. Hier vorne kommt die Ölablassschraube hin. Hier ist auch der Sensor wieder drin und alles. Das hier ist die alte Ölwanne. Und wie man schon sieht, ist da nicht nur Öl drin, sondern hier ist auch so ein bisschen Kühlflüssigkeit. Wenn das nicht schon genug wäre, ist, wenn man hier unten hinguckt, dann sind da so ein paar Späne drin. Ich weiß nicht genau, woher die kommen. Kann sein, dass es von der Ölwanne irgendwie kommt, weil, wie man hier auch sieht, ist es komplett rostig. Das allgemein ist schon echt rostig, lag auch Rost drin. Extrem ungeil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke nicht, dass ich ein Coolant-Seal, also ein Wasserdichtungsgedöns, dass ich das kaputt gerissen habe, weil das war Louis hier vorne und hier ist ja, ich glaube, es hier vorne geht das Frontcover. Und dann kommt hier erster Rotor, zweiter Rotor. Deswegen, das ist nur hier vorne. Keine Ahnung, woher es jetzt genau kommt. Kann sein, dass es irgendwoher durchkommt, dass hier vorne ein Riss drin ist und da irgendwie Wasser reingefallen ist oder reingeflogen ist durchs Fahren und sowas. Keine Ahnung. Da muss ich jetzt nochmal weiter gucken, was da irgendwie passiert ist. Ich werde morgen, also für euch jetzt gleich, aber ich werde den Ölfilter nochmal aufschneiden. Falls irgendwie Späne da drin sind, aus irgendeinem Grund von den Rotorlagern, dann habe ich ein großes Problem, weil dann ist der Motor wieder hops gegangen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwelche Späne drin sein werden, weil unten am Motor, da ist nichts irgendwie an Spänen dran gewesen. Das sah alles super, mega geil, top aus. Ich werde aber jetzt erstmal, den Motor habe ich schon sauber gemacht, also hier die Kontaktfläche habe ich schon sauber gemacht. Dann hingehen, hier einmal schön mit hier so einer Ölwanddichtung, einmal komplett rumgehen. Ja, dann werde ich es unter dem Motor wieder packen und dann warten. Ja, das mache ich jetzt eben, das seht ihr eben und dann sehen wir gleich wieder. So, die Ölwanne ist jetzt endlich eingebaut. Es war ein riesengroßer Kampf, die eingebaut zu bekommen, weil aus irgendeinem Grund die ganzen Löcher und sowas nicht gepasst haben. Zeige ich aber gleich mal ganz kurz, was ich damit meine. Da ist die Ölwanne jetzt eingebaut. Die ist auch nicht viel tiefer als das ganz normale Auto bzw. Unterfachschutz oder hier andere Sachen wie da vorne die Abgasanlage und sowas. Ich habe jetzt mal den alten Ölfilter auseinandergenommen und nicht wundern, hier oben drauf sind so eine kleinen Metallsplitter und sowas. Das ist aber vom Aufschneiden. Was interessant ist hier drin, hier ist halt die ganze Filtereinheit, sprich das hier ist der Ölfilter, also der eigentliche Filter. Der Ölfilter, der hat dann noch dieses Gehäuse drum. Und wie man vielleicht sieht man überhaupt irgendwas? Nur zu fokussieren, genau. Sieht man, dass da nicht irgendwie so eine, hier kann man mit dem Handy drauf scheinen, dass da nicht irgendwie solche, ja, so eine Metallstücke drin sind oder so eine, dass es nicht irgendwie glänzt oder sowas. Das sieht ganz normal aus wie ein absolut normaler Filter, ohne irgendwelche Metallsplitter drin. Können wir mal hier ein bisschen weiter auseinander machen, wenn man es besser sieht. Ja, top. Moment, ich stelle euch mal dahin. Auf jeden Fall, wenn man halt hier reinguckt, da man keine Metallsplitter oder sowas drin. Wenn ich hier nochmal so reinscheine, ist ja gar nichts. Das ist halt einfach ganz normal gefiltert und so. Und ich habe jetzt mal alle Waben so ein bisschen nachgeguckt, beziehungsweise alle Fächer so ein bisschen nachgeguckt. Da ist nirgendwo so wirklich, dass da Splitter drin sind oder sowas. Oder dass da halt so Teile von meinen Rotoren bzw. Rotorlagern drin ist. Das habe ich da, oder das ist da überall nicht drin. Und deswegen würde ich mal sagen, dass die ganzen Metallsplitter, die da in der Ölwanne drin waren, oder in der alten Ölwanne drin waren, dass die entweder von dem alten Motor noch kommen, wo das mal eingebaut war, oder das Ganze kommt halt von der ganzen Ölwanne selbst. Da bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall war in dem Ölfilter nichts und du hast ja auch so eine Oil Pickup Tube, ich weiß nicht mehr, Ölansaugstutzen, heißt das so? Ich weiß gar nicht. Da ist ja auch so ein kleiner Filter vor und ich hatte ja schon genau das gleiche, was ich jetzt gedacht habe, was ich habe. Sprich, dass das Rotorlager sich komplett aufgelöst hat und sich um die Exzenterwelle gedreht hat. Da waren auch keine Ablagerungen drin oder sowas, deswegen da gehe ich mal davon aus, dass der Motor noch gesund ist und dass ich da kein Problem mit haben werde. Also spätestens, ich sag mal so, wenn der Ölansaugstutzen da unten, dass er nicht angesaugt hätte, beziehungsweise nicht gefiltert hätte oder nicht gefiltert geschafft hätte, ist kein deutscher Satzbau, egal, dann wäre ich spätestens im Filter gelandet. Und wie man gesehen hat, ist da gar nichts drin, was mir auch ein bisschen beruhigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich zeige mal ganz kurz die Ölwanne. So, ich bin jetzt unter das Auto gekrabbelt
Man kann das nicht so perfekt zeigen, weil ich mit der Kamera nicht wirklich weiter weg kann, weil direkt unter der Boden ist. Aber das hier ist jetzt die Ölwanne und hier sieht man auch, dass ich da ein oder auch zweimal ein Langloch machen musste. Die Schrauben sind jetzt einfach reingedreht und dann mit Federringen, sieht man das? Ja, sieht man nicht wirklich. Und mit Federringen sind die dann gesichert. Das sind alle, einmal komplett rum. Und ja, wie gesagt, ich musste aber ein paar so ein Langloch machen, damit das überhaupt vernünftig funktioniert. Bei manchen Stellen oder an manchen Stellen waren die Schrauben, die mitgeliefert wurden, noch einfach viel zu lang. Deswegen musste ich da andere nehmen. Ja, aber passt jetzt. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Öl draufgepackt, um einfach zu gucken, ob das Ganze dicht ist. Und soweit ist es noch dicht. Hier vorne am Öllevel-Sensor ist noch alles dicht. Top, überhaupt nicht hingefilmt. Da vorne, hier ist noch alles dicht. Dann hat man hier vorne einmal hier die Ölablassschraube, die natürlich magnetisch ist, die auch natürlich sauber gemacht wurde vorher. Und hier haben wir einmal einen extra Anschluss für zum Beispiel einen Turbolader. Das ist bisher noch alles dicht. Ich werde es jetzt erstmal über Nacht so stehen lassen. Ich habe auch erst vor kurzem, was heißt vor kurzem? Ich habe vor ungefähr 2 Tagen die ganze Ölwanne eingeklebt, beziehungsweise halt dran gemacht. Und natürlich hier noch mit Dichtmasse drum. Und da es jetzt irgendwie 5 Grad ist oder sowas, lasse ich die ein bisschen länger trocknen, einfach nur um sicher zu sein, dass das Ganze nicht irgendwie undicht wird und ich direkt damit fahre. Wie ihr seht, ich habe nochmal überall so einen blauen Strich hier dran gemacht, um halt sicher zu sein, wenn ich damit jetzt, keine Ahnung, ich fahre jetzt mit 2, 3 Tagen mit und dann werde ich nochmal gucken, ob sich da irgendeine Schraube gelöst hat. Ja, und so kann ich es halt sehen. Da habe ich den blauen Striche. Da sieht man genau. Das habe ich bei allen Schrauben gemacht und dann sollte halt alles so funktionieren, wie es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Ölwanne einzubauen war jetzt nicht das Geilste, was man machen kann. War ein bisschen nervig, dass das Ganze so nicht wirklich gepasst hat und ich da ein bisschen sehr viel modifizieren dran musste. Ich fülle aber mit Öl auf, lasse den gleich runter und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, die Ölwanne ist jetzt eingebaut, Öl ist nachgefüllt und der X8 läuft jetzt auch wieder. Übrigens, das, was ich jetzt hier aufnehme, ist 2 Wochen später als das, was ich davor aufgenommen habe. Also die Ölwanne ist schon seit 2 Wochen in dem Auto drin. Ich bin mit dem jetzt schon 200-300 Kilometer gefahren und ich kann jetzt sagen, die Ölwanne ist dicht. Schrauben haben sich auch nicht irgendwie bewegt oder sowas. Auch mit den langen Löchern hält das alles. Wo ich erst ein bisschen Angst vor hatte, dass das Ganze sich ein bisschen bewegt, weil die ja nicht mehr so viel Auflagefläche, also so mega viel Auflagefläche wie vorher. Aber wie gesagt, ist alles dicht, kein Problem mit. Was ich diesen Ölwechsel auch schon wieder gemerkt habe, ist, dass ich den Ölfilter ganz sicher irgendwo anders hinpacken möchte. Weil der Ölfilter direkt hinter der Ansaugung ist ein echt scheiß Platz, weil da kommt man nie wirklich hin. Oder man kommt da wohl hin, nur man kann nicht die Kraft da aufbringen, um den Ölfilter da zu tauschen. Deswegen da werde ich nochmal gucken, ob ich den Ölfilter irgendwo anders hinpacken kann mit einem Öl-Relocation-Kit oder Ölfilter-Relocation-Kit, so heißt es, glaube ich. Das werde ich auch nochmal in Angriff nehmen, weil Ölwechseln macht da echt gar keinen Spaß, wenn man erst die ganze Ansaugung abbauen muss. Das werde ich aber auch nochmal machen, aber dazu wird dann höchstwahrscheinlich auch ein Video kommen, falls ich es mache. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.